Es ist das Letzte, was an die Tat des Kannibalen von Rothenburg erinnert. Jetzt verwüsten Flammen das Haus von Armin Meiwes, den Ort, an dem nicht nur so Unvorstellbares wie Ungeheuerliches passiert ist, sondern auch der Ort, der viele Menschen wie einen Magneten anzieht. Jede Nacht Taschenlampen, Handy und alles Beleuchtung da drinnen und welche machen es rum, die Autotüren werden aufgerissen vom Meiwes, seinen alten Mercedes und so weiter. Irgendwann muss es sein und irgendwann kam es und es ist jetzt gekommen, dass es brennt. Rückblick März 2001. Auf der Suche nach Schlachtopfern trifft sich Armin Meiwes mit Bernd Brandes, der zuvor im Internet angeboten hatte, sich sein Fleisch bei lebendigem Leibe vom Körper reißen zu lassen. Er schluckt Schlaftabletten, trinkt Schnaps, um den Schmerz zu ertragen. Armin Meiwes soll Brandes mit dessen Einverständnis zuerst das Geschlechtsteil abschneiden. Später ersticht der Kannibale von Rothenburg Bernd Brandes, zerlegt seinen Körper und bereitet sich dann sein Essen aus Menschenfleisch zu. 2004 wird Armin Meiwes zunächst am Landgericht Kassel wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Der BgH hebt das Urteil auf. 2006 kommt der Kannibale wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Der unglaubliche Fall, er zieht die Menschen an. Viele kommen zu dem Haus von Armin Meiwes. Die Gier, einen Blick in das Gruselhaus zu werfen, entwickelt schaulustigen Tourismus. Aber aus allen Herren Ländern, gut, wirklich überall her, ne? Die Kennzeichen von sonst woher, ne? Kommen die und wollen dann hier rein und wollen da gucken. Ne? Oder haben bei uns schon geklingelt, bei unserem Haus und haben gefragt, können wir denn mal irgendwie jetzt mal gucken da? Sag ich, nein, normalerweise macht das nicht, Leute. Der Fall des Kannibalen geht um die Welt. Es gibt sogar eine Verfilmung, die höchst umstritten ist. Es ist wohl auch der Reiz, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt, der das Interesse entfacht. Auch offenbar deshalb besuchen Menschen immer wieder unerlaubt das Haus. Einige drehen sogar Videos, wie sie im Haus herumlaufen, wie hier, und veröffentlichen sie im Internet. Trotz aller Gefahren, die Jahre später noch immer im leerstehenden Haus lauern. Normalerweise, man muss doch vorsichtig sein, ist doch alles, wie das aussieht, fast einsturzgefährdet auch stellenweise. Und da kann es nicht sein, dass man da drin rummacht. Also das ist verantwortungslos. Jetzt ist alles vernichtet, was noch bisher auf die Tat hier in Rothenburg hingewiesen hatte. Könnten die Flammen somit auch zu einer Art Auslöschung der Erinnerungen vor Ort führen, fragen wir Kriminologin Petra Klages. Es ist durchaus möglich, dass eine Person oder eine Gruppe von Personen eine Brandstiftung verübt haben, um diesen Schandfleck auszuradieren. In diesem Haus ist vor vielen Jahren eine Person getötet worden, zerstückelt und zum Teil verspeist worden. Also von daher wäre es durchaus denkbar, dass eben Brandstiftung stattgefunden hat. Alles andere wäre eigentlich eher unwahrscheinlich, da das Haus schon sehr, sehr lange unbewohnt war. Dass es jetzt am Grundstück von Armin Meiwes ruhiger wird, daran glaubt Nachbar Helmut Limburg nicht. Für uns vielleicht eine Erleichterung, ja, dass niemand, aber jetzt, ich schätze, das geht weiter, jetzt wollen sie alle gucken. Ab morgen wird wahrscheinlich die Hölle los sein. Da geht der Fuchs ab, wie man so schön sagt, ne? Da geht der Fuchs ab dann, ja. Wie es für Armin Meiwes weitergeht, ist noch unklar. Ich habe vorhin mit seinem Anwalt telefoniert. Er sagte mir, dass Meiwes die Nachricht von seinem abgebrannten Haus ziemlich gefasst aufgenommen hätte. Womöglich auch deswegen, weil er schon seit fast 2 Jahrzehnten nicht mehr dort lebt, einen gewissen Abstand zu dem Haus aufgebaut hat. Allerdings könnte auf Armin Meiwes jetzt ein weiteres Problem zukommen. Das Haus hat seit vielen Jahren keine Brandschutzversicherung mehr, aber der Schutt und die Gebäudeteile müssen ja entsorgt werden. Das kann schon einige Zehntausende Euro kosten. Geld, das Armin Meiwes nicht hat. Somit könnte ihm ein weiteres Gerichtsverfahren drohen. Jetzt sind Brandermittler gefragt. Sie müssen herausfinden, was genau hier in Rothenburg passiert ist.